Hallo und willkommen in meiner Küche. Noch gibt es frische Früchte und es ist Gelegenheit, ein Aprikosen-Chutney zu machen. In diesem Video zeige ich, wie es geht. Zunächst einmal werden die Aprikosen entsteint und zur Seite gestellt, bis sie klein geschnitten werden. 2 rote Zwiebeln werden in Stücke geschnitten. Dann werden die Gewürze vorbereitet. In einen Mörser gebe ich einen halben Sternanis und die Körner von 4 Kardamomkapseln. Sie müssen erst ein wenig zerdrückt werden, damit die Kerne aus den Kapseln geholt werden können. Des Weiteren kommt ein guter Viertel Teelöffel Szechuan-Pfeffer dazu und ein halber Teelöffel Meersalz. Diese Zutaten müssen nun zerkleinert werden. Das kann man in einem Mörser machen. Bei mir funktioniert das leider nicht besonders gut, weswegen ich die Gewürze in eine Kaffeemühle gebe und dann sind sie im Handumdrehen zerstoßen. Dazu kommt noch eine Messerspitze Piment d'Espelette. Das ist ein französisches Chilipulver. Wer das nicht zur Hand hat, nimmt zum Beispiel ein Paprikapulver. Eine frische Chilischote wird nun zerteilt und in feine Würfel geschnitten. Die Kerne enthalten die Schärfe. Deswegen sollten diese sorgfältig entfernt werden oder auch nicht, wenn man es gerne scharf mag. Die Schote habe ich längs in feine Streifen geschnitten und diese werden dann gewürfelt. Danach sollte man sich besser die Hände waschen. Anschließend wird frischer Ingwer zerrieben. Zuvor muss er jedoch von der Haut befreit werden. Das macht man am einfachsten mit der Laffe eines kleinen Löffels. Die Laffe ist die Transportmulde unterhalb des Griffes. Bruchstellen müssen aber weiterhin mit dem Messer abgeschnitten werden. Dann nimmt man eine feine Reibe und reibt den Ingwer klein. Vor laufender Kamera geht das nur sehr schlecht, da man die Reibe nicht richtig festhalten kann. Deswegen seht ihr hier, wie ich die Rückseite sauber kratze. Es waren 30 Gramm Ingwer, wer will, kann auch etwas mehr verwenden. Hier noch ein Tipp zum Reinigen der Reibe, die man niemals in die Spülmaschine geben sollte. Wenn man die Reibe am Griff hält und unter dem Wasserhahn abbürstet, erzielt man so gut wie keinen Effekt, außer dass die Bürste kürzer wird, wenn man Pech hat. Man muss die Reibe von oben nach unten drehen, dann kann die Bürste die Rückstände vom Ingwer erfassen und das Wasser kann es wegspülen. Jetzt zerschneide ich auch endlich die Aprikosen. Sie werden halbiert und die 2 Hälften werden dann geviertelt. Bevor es mit dem Kochen losgeht, müssen auch unbedingt noch die sauberen Gläser vorbereitet werden. Sie werden in einen Topf oder eine mit etwas Wasser gefüllte Pfanne gegeben und unter einem Deckel mindestens 10 Minuten simmern gelassen. Der Topf mit dem Olivenöl wird erhitzt und dort hinein kommen die Gewürze. Beides wird angeröstet, dann kommen die klein geschnittene Chilischote und die Zwiebel dazu. Alles wird vermengt und angeschwitzt. Dann kommt ein großzügiger Viertel Teelöffel roter Pfeffer dazu, sowie der Ingwer. Alles wird verrührt und bei mittlerer Hitze geschmort, bis die Zwiebeln glasig sind. Jetzt werden die Aprikosen dazugegeben und untergerührt. Und dann gebe ich noch 50 Gramm Rosinen dazu. Auch sie werden untergerührt. Es wird überhaupt sehr viel gerührt. Aber das ist nötig, da sich nicht viel Flüssigkeit im Gargut befindet. Das ändert sich aber sofort, denn jetzt gebe ich den Essig dazu. Auch er wird im Topf verteilt und dann werden 130 Gramm brauner Zucker dazugegeben und untergerührt. Der Zucker zieht Feuchtigkeit aus Obst und Gemüse und es bildet sich so etwas wie eine Soße. Bevor diese einkochen kann, gebe ich aber noch die Zesten einer Bio-Orange dazu. Dazu benutze ich diesen Zestenreißer. Alles wird nochmal untergerührt, um sicherzustellen, dass auch ja nichts ansetzt. Das Chutney wird jetzt noch ungefähr 5 bis 10 Minuten bei kleiner Hitze geschmort, bis es eine Konsistenz hat, die euch zusagt. Allerspätestens jetzt sollten die Gläser zum Kochen gebracht werden, damit sie zum Abfüllen heiß genug sind. Als letzte Zutat gebe ich nun noch einen guten Teelöffel Honig in das Chutney und rühre ihn unter.
Die Gläser werden neben dem Topf mit dem Chutney zum Abfüllen bereitgestellt. Für Chutneys verwende ich übrigens immer kleine Gläser, denn ich mache lieber ein frisches Glas auf, als den Kühlschrank voller halb gefüllter Gläser zu haben. Ein Einfülltrichter ist eine praktische Hilfe. Der Deckel wird aufgelegt, festgeschraubt und anschließend noch einmal richtig festgezogen. Beim Abkühlen bildet sich im Glas ein Vakuum, vorausgesetzt die Deckel sind nicht schon 100-mal benutzt oder verbogen worden. Chutneys passen sehr gut zu gegrilltem Fleisch, vor allem wenn es etwas trocken ist und auch keine gute Soße da ist. Dieses Chutney ist eine ziemliche Geschmacksexplosion und stellt jeden Ketchup locker in den Schatten. Es ist angenehm cremig im Mund und man schmeckt verschiedene Geschmacksrichtungen gleichzeitig, nämlich Süße, Würze und Säure, was dieses Chutney sehr interessant macht. Ich hoffe, ihr probiert es einmal aus. Wie es geht, wisst ihr ja jetzt. Hier ist noch die Zutatenliste und eine kleine Anleitung, die ich wie immer vorlese. Aprikosen-Chutney. Vorbereitung. Ca. 550 Gramm Aprikosen mit Stein, das ergibt 400 Gramm netto. In Steinen und Achteln. 200 Gramm Zwiebeln, grob würfeln. Ein halber Sternanis, 4 Kardamomkapseln, nur die Körner. Ein Viertel Teelöffel Szechuan-Pfeffer, ein halber Teelöffel Meersalz, Gewürze mischen und zerkleinern. Eine Messerspitze Piment d'Espelette zu den zerkleinerten Gewürzen geben. Eine Chilischote, nicht zu klein, fein würfeln. 30 bis 50 Gramm Ingwer, Haut entfernen und fein reiben. Vorgehensweise beim Kochen. 3 Esslöffel Olivenöl, 40 Gramm. Erhitzen, Gewürze zugeben, anrösten, Zwiebeln und Chilischote zugeben, glasig dünsten. Ein halber Teelöffel roter Pfeffer. Zu den Zwiebeln geben. Geriebenen Ingwer und Aprikosen von oben zu den Zwiebeln geben und unterrühren. 50 Gramm Rosinen in Masse geben und unterrühren. 60 Gramm Apfelessig, 5% Säure, in Masse geben und unterrühren. 130 Gramm brauner Zucker, in Masse geben und unterrühren. Eine Bio-Orange, Zesten reißen und in Masse geben. Das Fruchtfleisch anderweitig verwenden. Alles 5 bis 10 Minuten bei mittlerer Hitze einkochen lassen. Gelegentlich umrühren, damit nichts ansetzt. Zum Abschluss ein guter Teelöffel Honig. Chutney wird vom Herd genommen und Honig unterrühren. Abfüllen, eine Woche ziehen lassen und dann genießen. Viel Spaß dabei. Wie immer viel Erfolg beim Nachkochen und wie immer guten Appetit!